Hallo Leute, wir sind's wieder, Nathalie und Jan von Unbeschwert erklärt. Heute haben wir wieder was richtig Cooles für euch. Wir zeigen euch nämlich, wie ihr aus alten Milchtüten eine richtig coole Lampe basteln könnt. Und die sieht dann in etwa so aus. Die sieht dann etwa richtig cool aus. Richtig, richtig cool. Alles, was ihr dafür braucht, ist unglaublich viele Milchtüten, also trinkt Milch, Leute, egal ob ihr wollt oder nicht. Und ja, ihr braucht Zeit, denn die Lampe besteht tatsächlich nur aus Tetrapacks. Wenn euch unser Video gefällt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen und drückt auf Gefällt mir. Und teilen nicht vergessen. Ja. Als allererstes müsst ihr dafür sorgen, dass ihr richtig viele Milchtüten habt. Und das macht ihr, indem ihr einfach ganz viel Milch trinkt. Ob ihr wollt oder nicht, rein mit dem Zeug. Bevor ihr loslegen könnt, müsst ihr die Milchtüten natürlich einmal aufklappen und ausspülen. Ich mache das immer so. Und damit ich hier nicht immer so reinprokeln muss, nehme ich einfach einen Gegenstand aus Metall, kann auch eine Gabel oder ein Messer sein, die Rückseite, piekst das hier durch und schon ist die Tüte offen. Tada! Wichtig ist, dass es silber ist innen. Jetzt nehme ich noch ein Messer und wie ihr sehen könnt, ist hier so eine Naht. Und in dieser Naht werde ich gleich nochmal reinschneiden, damit ich die Tüte besser aufreißen kann. Jetzt nur noch aufreißen. Und die Unterseiten nicht vergessen. Zack. So, wir machen jetzt die Tetrapack-Tüten von innen sauber. Ganz klassisch mit Wasser und Spülmittel. Wenn ihr das nicht gründlich macht, dann kann das furchtbar anfangen zu stinken und das will wirklich keiner. So, bevor wir jetzt mit dem Schneiden anfangen, müsst ihr Folgendes wissen. Die ganze Lampe besteht hauptsächlich aus diesen Dingern hier. Das sind sogenannte Hexagons. Die heißen Hexagons, weil das halt einfach 6 Dreiecke sind. Und was ihr noch braucht, sind sogenannte Pentagons. Die sehen fast genauso aus wie die Hexagons, nur der Unterschied ist, dass hier nicht 6 Dreiecke sind, sondern jeweils 5. Ich zeige euch jetzt, wie man die macht. Und los geht's. So, wir fangen an zu schneiden. Und zwar für die Hexagons. Die Hexagons bestehen aus 6 Streifen zu 21 mm und zu 6 Streifen aus 90 mm. Die schneiden wir jetzt hier raus. Ich habe hier den oberen Streifen abgeschnitten, den brauchen wir nicht mehr. Und ich habe hier unten den Streifen abgeschnitten, den brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt schneidet ihr aus diesem übergebliebenen Stück die Streifen in diese Richtung aus. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Streifen zu 21 mm. Ihr braucht noch einen Hilfsstreifen, und zwar einen 7. Streifen, auch zu 21 mm. Den braucht ihr jetzt für das ganze Projekt. Jetzt nehmt ihr einen der Streifen und legt die Streifen so zusammen, dass sie ein T bilden in etwa. Und zwar so, dass die hintere Kante hier genau plan mit der anderen liegt. Sieht dann ungefähr so aus. Und jetzt faltet ihr das Ganze 5-mal, dass ihr 6 Kanten dabei rausbekommt oder 6 Lagen oder 6 Segmente werden die auch bezeichnet.
So, jetzt haben wir 3 Lagen, 4 Lagen, 5 Lagen, 6 Lagen und 5 mal gefaltet. Jetzt schneiden wir das Ganze ab. Den brauchen wir nicht mehr. Jetzt nehmen wir das einmal auseinander. Aufgewickelt sieht das so aus. Und wenn ihr das jetzt wieder zusammenfaltet, könnt ihr erkennen, dass es aussieht wie ein Dreieck. Und bei diesem Dreieck sind alle Seiten zweimal vorhanden. Das macht ihr jetzt mit den anderen Stücken auch. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt braucht ihr nochmal 19 mm Streifen für die Verbindungsstücke. Dazu nehmt ihr wieder euren 21 mm Streifen und einen 19 mm Streifen. Den 19 mm Streifen legt ihr, wie vorher auch, einfach wie ein T an den 21 mm Streifen dran. So wie hier, dass sie hier wieder plan liegen. Und faltet diesen nur dreimal, sodass ihr 4 Lagen oder 4 Segmente bekommt. 1, 2, 3. Der sieht dann so aus. Davon braucht ihr 6 Stück. Jetzt zeige ich euch, wie man die Dinger zusammenbaut. Zu so einem Hexagon. Ihr nehmt eure 21 mm Streifen, die ihr in 6 Lagen habt. Diese Dreiecke. Dazu nehme ich noch ein Dreieck. Und halte die aneinander. Jetzt kommt ein 19 mm Verbindungsstreifen und ich stecke die in die Dreiecke ein. Das eine oben ein und das andere unten. So sieht das jetzt aus. Jetzt werden die oberen Teile hier einfach nach innen gefaltet. So. Jetzt sind die Dreiecke miteinander verbunden. Und jetzt kommt das nächste. Verbindungsstreifen in das Dreieck rein. Einmal umfalten und ich setze das nächste Dreieck an. Und fertig ist das Hexagon. Wir kommen jetzt zu den Pentagons.
Prinzipiell funktioniert das genau wie mit den Hexagons. Ihr braucht dazu 5 Streifen von den 21 mm Teilen. So. Und hier braucht ihr 5 Streifen 17 mm. Ihr faltet die 21 mm Streifen genauso wie für die Hexagons. Sprich, ihr legt sie wieder an und faltet 5 mal 1, 2, 3, 4, 5 und habt jetzt automatisch 6 Lagen. So, 5 Stück. Jetzt nehmt ihr wieder die 17 mm Streifen und macht genau das gleiche wie mit den anderen Verbindungsstücken. Müsst ihr diese Dinger nur 3-mal falten. 1, 2, 3, dass ihr 4 Lagen oder 4 Segmente habt. Davon braucht ihr 5 Stück. Jetzt braucht ihr die Dinger und verbinden die mit den Dingern. Ich nehme wieder, wie vorher, 2 Dreiecke und nehme jetzt das Viererteil und stecke es einmal ins obere Dreieck und einmal ins untere Dreieck. Und falte einmal um. Nehmen das nächste Stück. So. Wie ihr erkennen könnt, sind das wie gesagt nur 5 Stück und eigentlich fehlt hier noch eins. Deswegen ist das Stück ein bisschen mehr unter Spannung. Deswegen braucht ihr etwas dünnere Verbindungsstücke, damit die Dreiecke ein bisschen besser arbeiten können. Jetzt kommt das letzte Stück. Und euer Pentagramm ist fertig. Wenn ihr jetzt mindestens 5 Hexagons fertig habt, dann geht es weiter. Jetzt werden diese Hexagons miteinander verbunden. Und zwar verbindet man Stück für Stück. Das sind hier die 19 mm Verbindungsstücke, wie ihr sie hier auch verwendet habt. Und mit denen verbindet ihr jetzt 2 Hexagons miteinander. So. Das nächste Hexagon kommt aber nicht direkt oben dran, sondern es kommt um ein versetzt dran. Ich habe hier wieder meine Verbindungsstücke, 19 mm. Das nächste Hexagon kommt jetzt hier ran. Und das nächste kommt da dran. Aber eins nach dem anderen. Also wenn ihr das sehen könnt, so und so. Eins, zwei, drei, vier, 5.
Wie ihr jetzt erkennen könnt, wölbt sich das Ding jetzt auch schon ziemlich stark. Und so entsteht die kreisrunde Form. Was ihr jetzt auch noch bemerkt ist, es fehlt ein Stück in der Mitte. Jetzt kommt euer Pentagon ins Spiel. Denn es sind 5 Seiten. 1, 2, 3, 4, 5. Und das Ding hat 5 Seiten offen. Also passt es genau da rein. Und dieses verbinden wir jetzt mit dem anderen. Und zwar wieder mit den 19 mm Verbindungsstücken. Und aus diesen Gebilden besteht die Lampe. Wenn ihr jetzt 2 von diesen Gebilden fertig habt, verbindet ihr die. Dazu benutzt ihr die 19 mm Verbinder, die ihr auch schon für die Hexagons verwendet habt. Ihr setzt die einfach hier so zusammen. So sieht das dann aus. Also recht einfach. Und die folgenden passen direkt rein. Also da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. So Leute, ihr wollt ja auch eine Lampe haben. Also müsst ihr noch ein Kabel einbauen. Das geht relativ einfach. Ich habe hier so eine einfache E14 Fassung gekauft mit einem Kabel für knapp 3,4 Metern. Und jetzt nehmt ihr einfach so ein Teil, woraus ihr ein Hexagon bastelt. Ihr legt das Kabel hindurch. Macht daraus wieder ein Dreieck. Und setzt hier einfach die nächsten Dreiecke dran, dass ihr daraus mit den 19 mm Verbindungsstücken ein einfaches Hexagon bastelt. Und dann ist das eigentlich schon fertig. Das baut ihr in die Lampe mit ein und die Lampe hält tatsächlich einfach so fest, ohne Klebstoff. So Leute, wie ihr sehen könnt, ist die Lampe schon fast fertig. Es fehlt nur noch das letzte Stück der Lampe und zwar ist das hier. Bisher konntet ihr ja immer von der Innenseite die Verbindungsstücke durchstecken und von oben rausziehen und einknicken. Das ist beim letzten Stück natürlich nicht möglich, weil das ja abschließt. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe die Verbindungsteile schon überall an den Rand reingesetzt und werde jetzt gleich das letzte Stück von oben reindrücken. Und zwar so, dass so ein Verbindungsteil eigentlich nach innen eingedrückt ist und der Rest einfach unten durchgucken, ne? So, ich habe das letzte Stück eingefügt und wie ihr seht, passt es natürlich auch perfekt in die Lampe rein. Jetzt muss ich nur versuchen, irgendwie die Verbindungsstücke von innen durch die Dreiecke nach draußen zu ziehen und umzuschlagen, damit das letzte Stück auch natürlich fest verbunden ist. Dazu habe ich mir Folgendes überlegt. Ich nehme einmal ein Stäbchen und eine Pinzette. Mit dem Stäbchen versuche ich, die Stücke so umzuschlagen, dass ich die mit der Pinzette greifen kann und nach oben ziehen. Und das gelingt auch ziemlich gut. Und da habe ich sogar schon einen. Da. Zack. Das muss ich jetzt natürlich nach innen schlagen. Und das Stück ist jetzt verbunden. Und das mache ich mit allen anderen auch. So Leute, jetzt seid ihr am Ball
und macht euch eure mega coole Milchtütenlampe selber. Wenn ihr das macht und uns einen Gefallen tun wollt, dann schickt uns doch ein Bild eurer fertigen Lampe an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Ich würde mich wahnsinnig freuen zu sehen, dass unsere Anleitung super ist. Ja. Macht's gut, Leute.